Hey guys, this is Yassi, and in this video I have visited Bessa, a German do-it-yourself channel, and I got the honor to test out some do-it-yourself instruments. The video is in German, so turn on the subtitles if you want to understand something. Hi, Yassi. Hi! Vielen lieben Dank, dass du auf unsere Bühne geklettert bist. Ich finde tatsächlich die beste YouTube-Gitarristin, die ich kenne. Beziehungsweise in Deutschland, ich weiß nicht, wie es weltweit ist, wie viel Konkurrenz du da quasi noch überall hast, aus Amerika wahrscheinlich schon, ne? Gibt's? Ich denke. Ja, aber ein sehr erfolgreicher YouTube-Channel. Du bist von Beruf aber gar keine Berufsgitarristin, sondern du bist Lehrerin, ne? Richtig. Ja, du hast so kleine Strolche, die du da unterrichtest? Nee, ich habe tatsächlich 5. Klasse bis Abitur Mathe, Physik. Ah, Mathe, Physik? Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Echt nicht? Sie hat natürlich auch jede Menge Ahnung, logischerweise, wenn es um E-Gitarren geht. Und wir wollen ja heute mal wissen, wie eine Expertin wie du das so findet, was wir da gebaut haben. Also wir wollen eigentlich genau das haben, dass du eine günstige DIY-Gitarre mit einer recht teuren mal vergleichst. Ist das hier eine recht teure Gitarre? Also ungefähr so um die 1100 Euro. Also die Farbe ist ja schon mal sehr nice. Ja, das ist, das musst du natürlich sagen mit deinen Haaren, ne? Ich war als Baby tatsächlich rot. Echt? Komplett? So braun-rot, ja. Ja? Ja, gut. Ohne Scheiß. Hier ist dein erster Eindruck von unserer Gitarre. Sie ist sehr schön leicht. Das Holz fühlt sich eigentlich ganz schön an. Das Einzige, was mir auffällt, ist der Hals. Der ist so ein bisschen, sage ich jetzt einmal, sticky. Der fühlt sich für mich tatsächlich schon billig an. Ja. Die Buntstäbchen, wenn man Ja. hier so drüber fasst, Ja. ein paar von denen sind ein bisschen scharfkantig, besonders hier. Die Inlays sind eigentlich auch ziemlich schön für so eine billige Gitarre. Ja, okay. Ui. Was klingt hier falsch? Normalerweise, wenn das hier unten ist, wird dieser Pickup angesteuert. Ja, und? der klingt heller. Und jetzt ist es umgekehrt. Ja. Dumpf. Hell. Na, ich fand das, pass auf, ich finde das einfach cooler, wenn es andersrum ist. Ich finde, das oben ist, muss bei mir hell sein und unten dunkel. Himmel, Hölle. So, siehst du. Das war mein Gedanke. War kein Fehler, ich mache keine Fehler. Doch, du kannst nur gut argumentieren. Diese Schüler sind mir immer die liebsten. Stimmt, die ist Lehrerin, Entschuldigung, ja. Ja. Ui. Oh. Die müsste nochmal eingestellt werden. Also ich muss da wirklich sehr, sehr viel Weg zurücklegen mit dem Runterdrücken der Saiten. Ah, Qualitätsmerkmal. Philharmonic. Kommt sie raus, kommt sie nicht raus? Geht so. Habe ich gar nicht verstanden, was du da meinst, aber... Da müsste was Quietschiges rauskommen, wenn ich das mache. Tut's nicht. Da könnte man ja nochmal optimieren halt. Also Ja, quasi aber ein ordentlicher Gitarrenbauer gibt nie eine uneingestellte Gitarre weiter. Das stimmt. Ja, hängt bei uns noch im Büro, der Spruch. Genau. Ich würde nur gern jetzt mal einen Test mal als Laie, ob ich vielleicht, wenn du das Gleiche spielst, auf beiden Gitarren, dass ich den Unterschied vielleicht höre. Okay. Weißt du, wie ich meine? Also ich würde mich im Stuhl jetzt rückwärts zu dir hinsetzen und du nimmst eine von beiden Gitarren und spielst jeweils 15 Sekunden ein Stück und sagst mir dann, welche Gitarre... ich sag dir dann, was ich glaube, welche Gitarre es war. Okay, dann stimme ich mal um für das nächste Lied. Okay, dann mach mal. Dann will ich mal einen Stuhl holen. Jetzt kommt die zweite Gitarre. Jo. Okay. Okay, dann ich will da was zu sagen. Es fällt mir tatsächlich als Laie absolut schwer, jetzt was rauszuhören. Und ich hätte jetzt gesagt, die klingen für mich jetzt als Laie nochmal. Also für mich klingen die alle sehr ähnlich gerade. Für mich klingen die beide tatsächlich sehr ähnlich. Ich hätte jetzt gesagt, die zweite war deine. Die zweite war die teure, hätte ich gesagt. Oder? Du spielst jetzt die höheren Seiten nochmal. Okay. Mal gucken, welche Gitarre das ist. Okay. Die zweite war die günstigere, weil das hat so hell, manchmal so nachgeklungen. Scheiße. Ich zeig grad mal was. Okay, das höre ich, ja. Ja, wie lange auch? Okay.
Ah, okay. Der bricht sehr schnell ab. Der Ton hat gar nicht so lange gestanden. Okay, gut. Also jetzt wo man es weiß, hört man es auch. Aber ich sag mir jetzt so, beim Spielen selbst ist mir das jetzt nicht aufgefallen. Was ist so dein Eindruck? Vom Grundklang, beim Klang können wir ja nichts mehr ändern wahrscheinlich. Gehe ich davon aus? Es ist ordentlich aufgelöst, sagen wir es mal so. Pickups sind sehr schön heiß, sage ich jetzt mal. Man sagt immer hot. Wie höre ich das? Bissig. 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 Also sie klingt bissig und das ist gut für eine Gitarre. Ja, das ist gut. Wir haben mal was gut gemacht, finde ich. Nee, wir haben die lediglich ja festgeschraubt. Ja, aber das, was ihr verkacken konntet, habt ihr verkackt. Ich fand das toll, was du mit unserer selbstgebauten Gitarre gemacht hast. Was sagst du? Reicht es für mich aus, um damit zu lernen und ein bisschen rumzuklampfen? Alles ist da. Ich finde den Spielkomfort auch super. Der Ton kommt super rüber. Man kann Solos drauf spielen, die klingen solide. Und ich glaube, jeder Anfänger, der dann mal so einen Ton rauskriegt, wird damit überglücklich sein. Und das ist ja quasi die Hauptsache, die man haben muss mit seiner ersten Gitarre. Okay, das heißt für ein Anfängerniveau, du als Lehrerin eine 2, 2 minus? Ja. Okay. Gut, eine 2 minus hat meine Gitarre. Jetzt bin ich mal gespannt, was Philips Bass kriegt. Okay. Denn das wäre jetzt das nächste, was wir dir zeigen wollen. Ich nehme sie dir einmal ab. Ja, sehr gerne. Ja? Oh, der ist extrem leicht für den Bass. Oh Gott, das ist schwer. Wir wissen ja, du bist ja Profi-Gitarristin, nicht Bassistin. Ja. Aber trotzdem, dein Eindruck jetzt, den du von dem Bass so hast. Ich finde, er fühlt sich gut an. Ich finde, der Klang ist echt gut für das, was ich höre. Ich habe ja auch einen E-Bass daheim. Ich finde den besser. Okay. Den hier? Den? Ich finde den besser. Du findest den E-Bass besser, den wir gebaut haben, als den teuren E-Bass bei dir zu Hause? Habe ich gesagt, dass der teuer ist? Nee. Das heißt also, dein Fazit zu dem Bass. Also dadurch, dass ich ja jetzt kein Bass spiele und ich in der Hand habe und damit super zufrieden bin, würde ich sagen, es ist eine 1- bis 2+. Eine 1 minus von der Lehrerin bis 2+. Man will immer da raus. Jasmin, du sitzt auf dem Stuhl. Ja. Und ich bin der Zauberer. Ja? Okay. Und ich präsentiere dir jetzt etwas. Du wirst jetzt zersägt. Und zwar das da. Wow, Und? das ist lustig. Ich lieb's. Und vor allem kannst du auch so in der Schule in Zukunft rumlaufen. Da weiß man genau, oh, da kommt die Lehrerin. Ja, ich bin nämlich zu klein, als dass Sie mich sehen können. So. Da ist ein bisschen Gewöhnungssache natürlich. Und sehr nah an einem ist das dann, also genau. Okay. Okay. Ja, das war die Tom. Okay, das ist interessant. Das ist funktioniert fast echt wie ein richtiges Schlagzeug. Obwohl ich noch nie Schlagzeug gespielt habe, aber man hört was. Aber das ist schon mal gut. Okay, dann muss ich suchen. Ja. Okay. Komm, ich gebe dir eine 2 minus. Ist schon okay. 2 minus ist drin. 2 minus finde ich gut. So dein erster Eindruck von diesem virtuellen, wenn man es denn richtig eingerichtet hat, mal. Also ich würde es direkt nehmen, einfach weil ich keinen Platz für ein Schlagzeug habe. Und weil man somit einfach das Wichtigste überhaupt erstmal lernen kann, nämlich sich zu koordinieren. Also natürlich ist es blöd, wenn die Snare hier ist, weil die Snare eigentlich da ist, wo die Tom ist. Ja. Also deswegen bin ich hardcore irritiert. Wie teuer ist der Spaß? 150, aber gibt es auch schon bei ab 110, 120, je nachdem, wo man es kauft. Ajo, ab 100 Euro ungefähr. Ich würde es mir holen. Einfach aufgrund der Tatsache, weil ich schon immer Schlagzeug spielen wollte. Aber erstens laut, zweitens Nachbarn, drittens Platz, viertens einfach Koordination üben. Und das braucht man ja nicht unbedingt direkt ein Schlagzeug zu kaufen. Ich meine, für 100 Euro, was bekommst du denn dafür? Ein Fell, ein gutes. Ich finde, das ist eigentlich, wenn man sich gut das vorstellen kann, das richtig justiert ist,
dass das fast genauso gut ist wie ein E-Drum. Jetzt hat man natürlich das Problem, wenn man jetzt hier super geil drauf, keine Ahnung, schon Slipknot spielen kann beispielsweise, Markennennung, Entschuldigung, wenn man jetzt hier zum Beispiel schon super gut diverse technische Bands spielen kann, dann ist es, denke ich, auch ein großer Schritt, erstmal überhaupt die Muskeln aufzubauen. Weil was ich immer gemerkt habe bei Schlagzeugen, die ich mal so, die Kickdrum, das macht man ja immer so gerne, weil Schlagzeug ist cool und so, dass man da auch echt auch Ausdauer braucht. Es geht in die Wadenmuskulatur, ne? Geht richtig, Habe ich nämlich auch gemerkt. Es geht auch richtig, wenn man auch auf den Widerstand trifft, da kriegst du halt auch echt Muskelkater. Das hast du jetzt hier natürlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man da dran Gewichte dran bringen kann. Ich glaube, das ist auch komplett sinnlos. Aber ich meine, beim Schlagzeug sind ja 3 Sachen, die unheimlich schwer sind. Nämlich erstens mal die Koordination, dann überhaupt die Lautstärke richtig zu treffen und dann vor allen Dingen Muscle Memory hier, wo sitzt alles, und Muskelaufbau. Und ich meine, hier hast du jetzt da schon sozusagen einige Dimensionen, einige Komponenten weggenommen bekommen, dass du dich erstmal ganz stringent darauf konzentrierst, dass dein blöder Körper deinem Hirn gehorcht. Also dein Fazit zu den Luftschlagzeug, Airdrums, wie auch immer. Wenn ich ehrlich bin, ich würde es mir direkt mitnehmen. Note? 1. 1? Ja, sie hat eine 1 gegeben! Ja, klasse. Ich finde es ultra geil und es ist einfach, ich kann mein Schlagzeug überall mit hinnehmen. Wie cool ist das denn bitte? Stimmt, das kannst du im Flugzeug, wenn du nach Dubai fliegst demnächst als Influencerin. Dann hätte ich jetzt gesagt, nachdem du jetzt, sag ich mal, alles toll findest, hier bei uns, ja, hätte ich gesagt, dann lass uns doch jetzt, Wo kam das denn her? wo wir jetzt quasi ein kleines Team schon sind, hätte ich dich gefragt, möchtest du nur für heute Teil unserer neuen Band sein? Und jetzt kommt's, es ist eine Weltpremiere, unsere Band Abgeflachtes Seitenteil. Okay. So heißen wir das. Was hat dieser Bandname für eine Geschichte? Dafür musst du dir tatsächlich einen YouTube-Clip von uns angucken. Arcade Machine. Ja, möchtest du also ein Teil unserer kleinen Band heute sein? Sehr gerne, ich bin immer gern Teil von etwas Großem. Denn wir haben auch gleichzeitig noch eine weitere Premiere, nämlich noch einen Song. Der heißt nämlich, wie heißt er eigentlich? Wie heißt er? Besser. Wir sind besser. Aha, warum muss ich jetzt euren Songtitel sagen, wenn du ihn nicht mal weißt? Das ist doch peinlich als Band. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ne? Unser Gesamtfazit kann, wenn man wenig Kohle hat, ne? Man hat aber auch mal Bock, irgendwie das mal ausprobieren mit einer Band und so und vor allem ein bisschen innovativ irgendwie mal was zu tun, dann glaube ich, ist das okay, oder? Das wird die Spotify-Charts stürmen. Absolut, absolut. Für das Geld denke ich mal, und wenn man jetzt irgendwie mal einfach mal ausprobieren möchte und was haben möchte, was sonst keiner hat, ne, dann sind so DIY-Geschichten, glaube ich, ganz cool. Auf jeden Fall. Ja. Die Gitarre und der Bass sind auch ganz ordentlich geworden. Ne? Insofern, komm, ich lese dir ab. Insofern kann ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken und uns ausprobieren. Und mit diesen Worten zurück ins Funkhaus. Genau. Wenn ihr noch mehr von Jasmin sehen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, oder? Genau. Einmal gibt es meinen YouTube-Kanal JJ's One Girl Band, wo ich neben Gitarrencover auch Gear-Reviews oder auch originalen Content bereitstelle. Manchmal etwas lustig, manchmal etwas ernst. Und wenn euch der erste Song hier in dem Video gefallen hat, der hieß Purgatory und ist von meiner Band Oversense. Wir sind auch auf Spotify, also falls ihr Bock habt, einfach mal reinschauen und viel Spaß. Oder einfach nochmal die 5. Klasse besuchen. Nee, ich will euch nicht sehen. Wenn ihr wollt, lasst uns gerne ein Abo da, ein bisschen kommentieren. Ein Like und ein Like und ein Like. Tschüss, bis zum nächsten Mal.